Wir sind in Ebermannstadt, dem Endpunkt einer Bahnverbindung nach Nürnberg oder Bamberg. Am Himmelfahrtstag 2019 waren wieder einmal Dampfzüge des Museumsbahnvereins unterwegs. Die 16 Kilometer lange Strecke führt durchs wildromantische Tal der Wiesent nach Beringersmühle. Lok 4, eine Elna, war an diesem Tag vorgespannt. Elna, das waren Einheitsloks, die ab den 1920er Jahren für Klein- und Privatbahnen entwickelt wurden. Zurück in Ebermannstadt nahmen wir an einer Führung durch das Betriebswerk teil. Davon und von der Fahrt am Vatertag demnächst mehr. Unsere Lok rangiert einen kleinen grünen Zweigkuppler aus dem Schuppen. Zunächst dachten wir, das geschähe wegen uns, aber dann fiel eine Schubkarre voll mit Brennholz auf. Offenbar sollte die Maschine angeheizt werden, aber am hellen Nachmittag. Diesbezüglich gefragt, wich unser Führer etwas aus und deutete an, der morgige Tag könne wichtig werden für die Lok und den Verein. Und tatsächlich, am nächsten Morgen dampfte es wieder in Ebermannstadt. Die Abnahme von Kessel und Fahrwerk der Nürnberg stand auf dem Programm. Die wichtigsten Prüfungen hatte sie am frühen Morgen schon bestanden. Jetzt wurde sie für eine Testfahrt vorbereitet. Lok 2 gehört zu einer Serie von über 100 nahezu baugleichen Werkslokomotiven, die Anfang des vorigen Jahrhunderts unter der fantasievollen Typenbezeichnung Ploxemam von Hanomag gebaut wurden. 2 davon gehören dem Museumsverein DFS. Sie wurden 1923 gebaut, aber erst 1928 bei den Nürnberger Gaswerken in Dienst gestellt. Mitte der 1970er Jahre kamen sie zur DFS. Lok 1, die Ebermannstadt, ist in Beringersmühle abgestellt. Nachdem die Nürnberg in Eigenleistung einer gründlichen Hauptuntersuchung unterzogen wurde, zog sie 1983 den Eröffnungszug der Museumsbahn im Wiesental. Ab 1995 stand sie fast 20 Jahre lang als Leihgabe im Deutschen Dampflokmuseum in Neumarkt-Wirsberg. Mit Argusaugen schauen sich Betriebsleiter und Prüfer letzte Details am Fahrwerk an. Dann dürfte die Nürnberg
den schon lange vorher gebuchten Geburtstagssonderzug eines verdienten Mitglieds der Museumsbahnfamilie bespannen. Illustre Gäste haben sich eingefunden. Die Prüfer schienen zufrieden und so dürfte der Betriebsleiter das alte Revisionsdatum überkleben. Die Farbe für das neue Datum wäre bis zur Abfahrt sicher nicht getrocknet. Geburtstagskind und Fahrgäste warten schon. Der freundliche Herr im blauen Hemd kam uns irgendwie bekannt vor. Im Gespräch erfuhr ich, dass er aus Moskau stammt. In seiner Aktentasche waren vielleicht die ersten Pläne für noch so eine verrückte Tour, wie er sie 2015 organisiert hatte, mit dem Schlafwagen von Beringers Mühle an den Baikalsee. Eisenbahnromantik berichtete darüber. Man darf gespannt sein. Dabei wollte er doch nichts mehr machen. Tja, wer einmal Blut geleckt hat. Nach einer abwechslungsreichen Fahrt erreicht die Sonderfahrt Beringers Mühle. Zeit genug, sich den Zug noch einmal genauer anzuschauen. Als Krönung eine Scheinanfahrt mit prächtiger Dampfentwicklung. Alles wieder zurück und alles auf Anfang.
Vorsicht bei der Abfahrt. Es geht los. Am 14. Juli beim Bahnhofsfest in Ebermannstadt nimmt die Nürnberg offiziell wieder ihren Dienst auf. Die Weichen sind auf Zukunft gestellt. Für Lok 2 und den Verein.